Das sieht ziemlich geschmolzen Also falls aus. Kinder zuschauen, nein, wir backen nicht mit Badreiniger. Niemals. So, ich bin heute mal wieder in Charlottenburg bei Marvin im Schrebergarten. Und zwar haben wir ja letzte Woche das Video mit den Tomaten gemacht, mit dem Tomatentasting. Und da gab es ein paar Fragen, die gestellt worden sind. Unter anderem war die Frage, die ich direkt an Marvin weitergebe, woran man denn bei einer grünen Tomatensorte erkennt, dass sie reif ist. Bei einer grünen Tomate erkennt man daran, dass sie reif ist, indem sie sich so leicht gelb verfärbt. Ich kann mal eine grüne hier zum Vergleich haben. Wie wir sehen, die eine ist hier richtig grün, hat hier oben einen dunkelgrünen Schatten, wird dann hellgrün, und die andere ist halt hier so mit so einem leicht grün-gelblichen Teint. Dann ist sie reif. Außerdem gibt sie bei Druck danach, während diese hier tatsächlich nicht nachgibt. Das ist ja schon mal ganz interessant. Und grüne Tomaten ist insofern auch nochmal interessant. Rote Tomaten oder gelbe Tomaten, die noch grün sind, aber schon vom Strauch abgefallen sind. Ja. Was macht man denn damit? Also ich persönlich sammle sie auf, wasche sie halt einmal und lagere sie dann irgendwo luftig, wo sie nachreifen können. Das kann je nachdem aber bis zu 2 oder 3 Monate dauern. Deswegen, wer es schneller haben will, packt die ganzen in eine Tüte mit einem Apfel oder einer Banane und dann reifen die schneller nach. Naja, super. Das ist ja auf jeden Fall eine Information, mit der ich was anfangen kann. Und dann hast du ja ein neues Hochbeet hier, sehe ich gerade. Und die Pflanzen, die da drin sind, das sind doch Pflanzen, die du letztens noch in den... Wie heißen die Dinger? Platten? Multitopfplatten? Multitopfplatten hattest. Ja, okay. Oder Quickpots. Also die sind ja schon ordentlich doch um einiges größer geworden und sehen auch echt schön aus. Ich mache hier den Chinakohl zum Beispiel. Aber was hatten der da? Der Chinakohl hat einen leichten Befall mit Kohlweißlingseiern. Okay. Das ist also diese Raupe, die dann zu diesem Schmetterling wird, die dann das alles auffrisst, auch alles. Also nicht der Schmetterling, aber die Raupe frisst. Genau. Das Grünzeugs. Oh Gott. Was machst du dagegen jetzt? Ich habe es mit verschiedenen Mitteln probiert. Unter anderem hat man mir gesagt, ich sollte es mal mit Kaffeesatz probieren. Ja. Sieht man da auch, ne? Oder? Genau, hier ist noch ein bisschen Kaffeesatz drum. Sieht man auch, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Bin mal am Überlegen, also wenn ihr Tipps habt, wie das gut und nachhaltig dem Kohlweißling entgegengewirkt werden kann, dann freue ich mich natürlich darüber. Ansonsten werde ich es jetzt wahrscheinlich nochmal mit Neemöl probieren. Und dann einsprühen und gucken, weil, also man sieht es hier ja auch schon bei einigen der Pflanzen, hier wurde schon mal gut gefressen an einigen Stellen. Ja. Und ich hätte gerne auch noch etwas von der Ernte. Stimmt. Macht natürlich Sinn. Ernte ist dann, oder wann würdest du diese Sachen ernten hier? Ich schätze mal, also der Pak Choi wird wahrscheinlich relativ schnell fertig sein. Die Salate, die hier zwischen sind, ich schätze mal Pak Choi und Salate so in den nächsten 4 bis 6 Wochen. Die Kohle, also das hier ist Brokkoli, glaube ich, oder? Nee, es ist Blumenkohl, aber eins davon ist auch Brokkoli. Du glaubst, der Blumenkohl wird noch was? Ja, der ist ja vorgezogen, den habe ich ja im Anfang Juli schon vorgezogen. Okay. Und der muss jetzt einfach nur wachsen, und es wird vielleicht nicht ein Riesenkopf, aber die Sorten, die ich habe, sind auch leicht frosthart. Das heißt, wenn es jetzt in den November reingeht und schon der erste Frost da ist, dann halten die das in der Regel schon auch noch aus. Wenn es jetzt nicht irgendwie minus 10 Grad oder so sind, sondern sag ich mal minus 1, 2 Grad, kriegen die schon auch noch gebacken. Okay. Aber das ist auch das Stichwort mit den Pflanzen oder Aussaaten. Wir haben jetzt Ende August, beziehungsweise nächste Woche beginnt dann auch der September. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du jetzt noch aussehen würdest? Ja, jede Menge. Also was auf jeden Fall noch geht, sind Salate. Also auch gerade so, es gibt ja einige Kopfsalatsorten, die auch winterfester sind, also die auch ein paar Minusgrade aushalten. Die gehen auf jeden Fall noch. Hast du da eine Salatsorte im Kopf? Ja, der Kolibri ist, glaube ich, winterfest. Ist so ein Kopfsalat, der gesprengt ist. Ich glaube, es ist sogar, habe ich den hier? Ich glaube, das ist ein Kolibri. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Dann gibt es halt noch andere Sorten, die ich jetzt aber nicht weiß. Ja, du musst ja nicht alles wissen. Ich kann auch nicht alles wissen.
Aber es gibt diverse Genau, es winterfeste... gibt diverse winterfeste Salatsorten. Spinat würde wahrscheinlich jetzt auch noch funktionieren, wenn man zumindest den als Babyleaf ernten möchte. Ansonsten, was auf jeden Fall geht, ist Rucola oder halt auch Microgreens, wenn man die ernten möchte. Oder auch so Sachen, ein Pak Choi, denke ich, kann man jetzt auch Anfang September noch, wenn man sagt, okay, man erntet den auch eher so als Baby Pak Choi, dann ist das auch ohne weiteres eigentlich noch möglich. Herzlich willkommen. Wir sind heute unterwegs, mal mit einer kleinen Kamera, weil wir heute so eine... Verdeckt ermitteln. Nein, wir gehen einkaufen. Am Sonntag kann man in Berlin auch einkaufen gehen. Zum Beispiel hier im Gesundbrunnen-Center. Nee, nicht im Gesundbrunnen-Center, sondern an der S-Bahn Das Gesundbrunnen. hört sich so an. Nein, man kann nicht überall am Sonntag in Berlin einkaufen gehen. Auch in Berlin geht das nicht. Es gibt an bestimmten Knotenpunkten, Züge, Bahnhöfe, ihr wisst, da kann man einkaufen. So. Genau, da kann man einkaufen gehen und wir müssen das Auto jetzt mal umparken, weil das Ordnungsamt parkt gerade hinter uns und wir stehen hier eigentlich in so einem Wo stehen wir? Halteding, wo man nicht parken darf. In einem Halteding, wo man nicht parken darf. Genau. Dann Wir parken nochmal um. So, nachdem wir das jetzt Das Auto umgeparkt haben, weil wir da in so einer kurzen Haltezone standen am Bahnhof. Klar, ist wie am Flughafen, darf man nicht langfristig parken. Haben das Auto jetzt sicher geparkt und können jetzt in den Bio-Supermarkt gehen und in Ruhe die Zutaten für diesen veganen Kuchen, den Tim heute backen möchte. Nein, nicht möchte. Muss. Okay. Die Zutaten schreiben wir euch natürlich auch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das vielleicht auch nachbacken. Aber erstmal schauen wir mal, wie Tim damit klarkommt. Und dann haben wir auch überlegt, wir wollen das Ganze dann mal auch Nicht-Veganern anbieten. Zur Probe, ob sie merken, ob es ein Käsekuchen ist. Ne? Also ein veganer Käsekuchen natürlich. Ja, und los geht's dann jetzt. Den Einkauf? Ja, den Einkauf haben wir geschafft, jetzt kommt das Backen. Aber ich muss sagen, Sonntag einkaufen ist wirklich die Pest, das ist die Hölle. Ich finde es ganz furchtbar. Also Ganz von schlimm. daher ist es jetzt die Notlösung gewesen, weil wir, wie gesagt, die Idee mit dem Kuchen hatten. Ja, Tim das auch richtig Bock hatte, mal was Veganes zu essen. nein. Deshalb Fahren wir jetzt gleich bei McDonald's vorbei, fahren wir jetzt genau gleich bei McDonald's vorbei. um den Körper nicht ganz so zu schocken. Ja. Er soll noch in Sicherheit gewogen werden. Nimm mal was Veganes, Tim. Nein, und bitte frag auch nicht danach. Ich glaube, Was? davor waren wir beim anderen. Jetzt sind wir bei dem anderen Fastfood-Anbieter. Ne? Die haben sogar vegane Sachen, aber ich möchte ja nichts Veganes. Ich backe ja gleich Darf vegan. ich dir was empfehlen heute? Du darfst mir was empfehlen, aber du darfst mir nichts bestellen. Ist der Unterschied klar? Diese Burger schmecken super gut. Wirklich, was ist, wenn wir es mal einfach probieren? Probier's doch mal. Also ich möchte aber ein Menü mit Pommes und Mayo, Cola Light. Konzentriere dich bitte, Cola Light. Ich möchte nicht wieder nur die Hälfte trinken. Und dann bestellst du mir jetzt irgendwas Veganes. Das können wir, glaube ich, riskieren. Ja? Aber wenn er sagt, dass es nichts Veganes gibt, dann bist du ruhig und ich bestelle. Würde ich sagen, dass der Herr... Ich glaube nicht, dass es hier was Veganes gibt. Also hier steht nirgendwo was Veganes. Oh, scheiße, es gibt einen Fresh Vegan TS. Den möchte ich aber nicht. Da die Leute Hallo, Bestellung bitte? Hallo, ich hätte gern das Big Tasty Barbecue Menü mit Pommes, Cola Light und Mayonnaise. Kommt noch was dazu? Das war's, danke. Bitte zunächst Fenster. Ja, tschüss. Das hast du die ganze Zeit geplant, oder? Das war spontan. Backe, backe Kuchen. Ich bin bereit für unser erstes Food-Video. Ich wurde verdonnert, einen veganen Käsekuchen zu machen. Ich sag gleich am Anfang, ich bin überhaupt kein Kuchen-Fan, deswegen mache ich das gerne, aber Essen, Kuchen. So, jetzt haben wir vorhin ja schon die ganzen Sachen eingekauft, die veganen Produkte, die wir brauchen.
Das heißt, wir können jetzt eigentlich losstarten. Wir machen das natürlich streng nach Anleitung. Das ist übrigens das, was mich am Backen am meisten stört. Beim Kochen kannst du ja so experimentieren und kannst machen. Kannst ja beim Backen nicht. Wenn du, wenn du beim Backen 100 Gramm zu viel Butter reinmachst oder 100 Milliliter zu wenig Flüssigkeit, wird der Kuchen halt scheiße. So. Das ist aber so eine Sache. Also der Profikoch würde zu dir sagen, ist genau umgekehrt. Aber Nee, der Profikoch wird das nicht sagen. Ich gucke immer die Küchenschlacht. So, weiß wir nicht. wollen nicht Ja, streiten. wir wollen jetzt nicht streiten. Wir wollen anfangen zu backen. Ist ja auch ein Stück weit eine Familiensendung. wir backen heute einen veganen Käsekuchen. Genau. Schlimmer wird's nicht. Man muss auch dazu sagen, zu Tims Entschuldigung, er ist das erste Mal mit dieser Küchenmaschine unterwegs. Wir sind jetzt nämlich hier gerade bei Martin und mir zu Hause. Genau. Ja. So, jetzt steht hier in einer Schüssel mischen 300 Gramm Mehl, dann 150 Gramm Zucker und dann kommt noch das ganze andere Zeug. So, jetzt bin ich natürlich schon fast wieder ein bisschen überfordert. Du hast einmal ganz kurz gezeigt, eben ich muss... Machst den Deckel erstmal ab, Deckel holst das ab. Ding ab, stellst es hier rauf. So, jetzt so. Ist es schon an? Ja, es zeigt mir was. Ich weiß nur nicht, was es Dann mir zeigt. gibt's, das ist jetzt auf 0 gestellt. Genau. Ja. Und jetzt kannst du das erste reinmachen. Mehl. Genau, 300 Gramm Mehl. 300 Gramm Mehl, da haben wir ganz normales Typ 500 bla, ne? Wie viel? Typ heißt einfach, das ist der Mahlgrad, ne? Genau, so ist es, ja. Wie fein ist es jetzt? Ich passe schon auf im Nachmittagsprogramm. So, als nächstes der Zucker, 150 Gramm Zucker. Jetzt muss ich das ja wieder auf 0 Wieder auf, stellen. genau, auf 0 stellen. Mach ich einmal so, ne? Ja, Ach, das ist ja funktioniert. Das ist der Zucker, ja? das ist Zucker. Einmal schütteln, weil der ist manchmal als so ein Klumpen. So, und ich als Profi mache das ja so. Ich probiere, ob es voll Zucker ist. Weil mein Vater hat es geschafft, so den Lieblingskuchen von meinem Neffen zu backen. Und das ist Buttermilchkuchen, da kommen dann so Kokosflocken drauf. Total lecker. Alle haben sich drauf gefreut. Und mein Neffe konnte sich nicht zurückhalten, als der Kuchen aus dem Backofen kam, gleich so ein Stück in den Mund genommen. Und hat sich fast übergeben, weil mein Vater leider Salz mit Zucker verwechselt hat. Schöne Grüße nach Frankenberg. Genau, so. 150 Gramm haben wir gesagt, ne? Shit, shit, shit. Reicht es? Ja, es reicht, oder? Na, guck mal. Also. Als ob ich das täglich mache. Eine Packung Vanillezucker. Ja. So, das ist ja gar nicht vorbereitet, Robert. Das ist nicht mal auf jetzt hier. Und das ist nämlich das, wo die meisten Verletzungen passieren. Dass du auch das stumpfste Messer hast. Das ist kein Messer zum, naja. Woher weiß ich denn, wo eure scharfen Messer hier liegen? Ich wohne ja nicht, Robert, ich küsse nicht auf. Das muss doch... Verdammt! So, das ist ja... Funktioniert ja super, das müssen wir nicht abwiegen, weil das ist genau das, was wir brauchen. 8 Gramm, ein Tütchen. Machen wir hier rein. Der sieht so braun aus. Ja, das ist Rohrzucker, glaube ich. Ja, nicht nur das, da ist Alkohol drin. Hier, Bourbon, Vanillezucker. Gut. Dann, Natürlich ist da kein Alkohol drin. Backpulver steht jetzt hier. Halbes Päckchen. Das ist ein halbes Päckchen. Ist angefangen, ne? Genau. Super, machen wir hier rein. Ein Viertel Teelöffel Salz, also eine Prise. Ja? Genau. Oh, hier ein Prieschen. Meine Güte. Pries. Reicht. Die trockenen Zutaten gut vermischen. Da mal jetzt wahrscheinlich hier das Deckelchen drauf, wa? Das geht erst, wenn du das da auf das hier raufgestellt hast. Da ist der Deckel drauf. So, jetzt den Deckel. Der muss wahrscheinlich einrasten, wa? So ist es. Tut aber nicht. Und jetzt zumachen. Wie jetzt super? Zu drehen. Wie? Drehen. Wo denn? Genau. Ach so. So, und jetzt mache ich hier... So, jetzt gucken wir das mal ganz hier hoch. Das wird. Das ist die Jute Silver Crest. Das reicht wahrscheinlich schon aus, weil im Grunde ist es ja nur. Konntet ihr euch eigentlich keinen Thermomix leisten? Soll ich dir sagen, was der Preisunterschied ist? Deswegen frage ich ja, konntet ihr euch nicht leisten? Wollten wir nicht. So, jetzt kommen 180 Gramm Margarine. Dafür muss ich das Ding jetzt wieder hier So ist es. rausnehmen. Dann wieder auf... Hallo?
0 stellen. Ach, das sind 250 Gramm, dann sind 180 weniger als 250 Gramm. Ich würde fast sagen, es ist zu viel. Naja, komm. Die 7 Gramm. Naja, gut. Das geht. Achso, und jetzt alles zu einem Teig verkneten. So. So, dann machen wir mal auf. Guck mal rein. Macht Spaß? Es geht so. Bräuchte ich jetzt nicht täglich. So. Ja, ist eine bröselige Angelegenheit. Jetzt genau, jetzt will ich nämlich, oder nimm mal das Messer und mach nochmal das alles nach innen. Fetti. Brauchst du einen großen Löffel, um das dann rauszuholen? Ich habe sowas, hole ich gleich. Warte, das mache ich nämlich ganz easy immer, einfach so. Und jetzt kannst du das hier nehmen, da ein bisschen Margarine rauf machen und den Rahmen noch. Nee, ich hole jetzt schnell noch das, was zum... So. So, dann mache ich das. So, jetzt. Kann man da eigentlich auch Vaseline nehmen oder sowas? Oh Gott. Ja, Da drinnen hättest du es beispielsweise nicht nochmal fetten müssen. Ach so, ja, weil dafür ist ja das Dings da, aber gut. Ja, guck mal, So. Kannst du mal meine Hände sauber machen irgendwie? Womit? Ja. Soll ich die jetzt ablecken oder was? Oder Das wäre die eine Lotti. Variante, oder ich benutze Lotti. Nein. So, und jetzt kannst du den Teig einmal mit diesem Schaber da reinmachen, komplett. Ja. Oh, das geht aber schwer. Das ist ja echt eine Pampe. Ja, ich kenne das ja so bei Käsekuchen, also gerade bei diesem New York Cheesecake, da nimmst du ja diese Butterkekse, ne? Einfach zertrümmerst die und dann machst du die da rein. Das geht natürlich ein bisschen schneller als das. Und die hängt auch alles an diesem Dingen da, an dem... Und jetzt machst du das, verteilst du das auf den Boden und drückst es mit den Händen fest, mit den Fingern. Wunderbar. Toll. Sieht aus wie Marzipanmasse so ein bisschen, finde ich. Ich finde, das ist halt... Es fühlt sich auch Kannst du nicht... ein bisschen so machen? Kann ich das bitte so machen, wie ich das möchte? Das geht. Dass du beim Backen auch noch diesen Befehlston hast. Ne? Reicht ja schon im Garten. Wenn ihr das nachbacken wollt, dann könnt ihr das natürlich alles ein bisschen filigraner machen. Absolut. Und mein Profi-Tipp ist, Käsekuchen gibt es auch super schon fertig in Bäckereien oder tiefgefroren. So. Da aber Tim ja seine Lebensweise ein bisschen vegan anhauchen möchte, hat er gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Das halte ich für ein Gerücht. So, sieht sehr gut aus. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mit der Füllung weitermachen, ne? Jetzt sind meine Hände schon wieder. Ja, dann geh sie vielleicht mal waschen. Ach mein Gott. Füllung, Ja, Füllung kann man ja gar nicht sagen. Also das der Käse quasi. oben trufft es. Was steht denn im Rezept? So. 100 Gramm vegane Margarine. Das sind doch keine 100 Gramm mehr, die wir jetzt da haben. Oh nein. Was machen wir jetzt? Na, zum Glück haben wir noch welche. Ich hole mal was. Ja. 100 Gramm hatte ich gesagt, ne? Ja. Wie viel sind das? Also das sind jetzt vielleicht noch 40 Gramm. Na, also bitte. Ja, und wir haben halt noch mehr. Die ist noch neu, In die Mikrowelle oder was? dass man den... Tim, Was denn? na mach mal. Achso, das ist Ich habe mich schon gewundert, dass die so weiß ist. Aber man weiß ja nie bei so veganen Produkten. Das ist ja alles ein bisschen anders. Ich lässt ja immer so viel über vegan. Das stimmt gar nicht. Das war ja nur, um Robert zu ärgern. Ich finde das ja tatsächlich auch gut. Es gibt ja durchaus... Ja, Ernährungswissenschaftler sind es ja gar nicht, sondern eher so Zukunftsforscher, die auch gucken, wie klappt das alles in Zukunft bei der Weltbevölkerung mit Essen und dann auch CO2-Ausstoß und auch ganz viele vegane Sachen, die irgendwo hergeholt werden, haben natürlich auch, ne, sind von weit weg und so weiter. Die sagen, wir werden uns irgendwann mal dran gewöhnen müssen, auch so Würmer und Insekten zu essen. Bist du dabei? Vorerst nicht. Ja? Vorerst nicht, nein. Ach, wenn du so einen Tigerschläge so von beiden Seiten kurz anbrätst, meinst du nicht, dass das... Okay, Zitrone auspressen. Oh, ich hole Zitronensaft.
Also keine Zitrone, sondern Limette. 30 Gramm. Ich bin überhaupt kein Fan so von Zitrone und sowas in Kuchen. Na los, komm. Gut. Ja, reicht doch dann. Das reicht, ja. Na, 40, ja? 30? 29, fast. Hier stand übrigens vegane Margarine schmelzen. Hätten Sie schmelzen müssen? Für den Teig oder für die Füllung? Für die das Füllung, ne? jetzt? Ja gut, das machen wir nämlich auch jetzt gleich. Ja, wir machen auch einen das Livestream gerade. Ist das? Zitrone, ja. Oder Limette. Oh, das riecht wie Badreiniger, Entschuldigung. Habt ihr denn früher zu Hause viel gebacken? Du und deine Familie? Meine Mutter hat, würde ich sagen, jedes Wochenende einen Kuchen gebacken. Echt? Ja. Nee, so krass waren wir nicht drauf, aber schon auch gebacken. Besonders natürlich zu Geburtstagen. Meine Lieblingstorte war, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Rezept war, Piratentorte. Und das würde man heute Kindern nicht mehr zumuten, weil wahrscheinlich alle Eltern auf die Barrikaden gehen würden. Aber Seeräubertorte hieß die, genau. Schokokuchen irgendwie auch mit Kokosflocken drauf. Und in den Teig kamen dann so 10 Pfennigstücke oder 50 Pfennigstücke. Gott. Das war der große Gewinn. Und alle Kinder wussten das natürlich und wollten das Geld. Deswegen haben die Kinder als erstes mal viel gegessen, aber auch der ein oder andere Zahn ging über die Wupper. Aber immer ein großes Hallo. So, du meinst, das reicht jetzt, oder was? Guck mal Sollen wir rein, ob es geschmolzen ist. Ne, weiß ich nicht. Wie sieht man das? Es riecht so nach Limette, ich finde es so widerlich. Also ich denke, es ist. Mach mal aus. Ganz schlimm. So auf. Also wenn ihr mal keinen Limettensaft habt, so ein normaler Drehen. Badreiniger tut es auch. Das sieht ziemlich geschmolzen Also aus. falls Kinder zuschauen, nein, wir backen nicht mit Badreiniger. Niemals. Wir müssen ja irgendwann mal hier diesen Skier reinwerfen, Ja. oder was? So, wir haben jetzt 2 Becher Skier. Den machen wir jetzt da rein. Ja, riecht wie stinknormaler Naturjoghurt, ne? Oder Quark, ja. Ja. So. Der ist jetzt aber auch ein bisschen fester als so ein Joghurt und deshalb nimmt man den auch. Der sieht auch echt ganz schön lecker cremig aus, finde ich. Was du so unter lecker und cremig verstehst halt, ne? Dann machen wir dem Hund gleich eine Freude. Den mache ich mal hier ganz raus und beim anderen lasse ich für das... Das reicht auch, wenn du das bei beiden ganz rausmachst. Bleibt immer noch genug drin. Ja? So, jetzt will ich aber natürlich auch erstmal den nervösen Hund unterm Tisch etwas glücklich machen. Und du gibst dem Hund am besten draußen, damit er hier nicht so einen Lärm macht. Macht keinen Lärm, nein. Ja. Das hat sie sich aber auch verdient. Ja, man soll ja Hunde nicht vom Tisch füttern. Deswegen gehen wir ganz kurz jetzt hier raus. Aber die HundetrainerInnen gucken jetzt hoffentlich nicht zu. Jetzt kommt nochmal 200 Gramm Zucker. Das sind keine 200 Gramm mehr. Das sehe ich so. Ja, knapp 200 sind es. Also 112 fehlen uns. Ich gucke mal, was wir als Süßungsmittel noch so im Haus haben. Ja, super. Ahornsirup. Weil wir jetzt keinen Zucker mehr haben, nehmen wir den. Ich liebe persönlich Ahornsirup. Perfekt. Ja, reicht. Ja, soll ja auch nicht zu süß werden. Wir machen dafür ja auch zweimal von dem Vanillezucker ran, ne? Ja, haben wir ja schon, genau. Nee, haben wir nicht. In Hast du das da schon reingemacht? Nee, da noch nicht. Jetzt verunsichere mich bitte nicht. So, jetzt steht hier nochmal 30 Gramm Zitronensaft. Nee, dann übergebe ich mich auf den Tisch. Das mache ich nicht. Lotti hat was auf der Nase. Ja, Lotti, ne? Hast ein bisschen genascht. Skier. So, Zitronensaft lassen wir weg. Halbe bis eine Tüte abgeriebene Zitronenschale. Mach die mal rein, ja. Da ich das hasse mit Mach dem sie rein. Zitronen. Machen wir die ganze Nein, rein. machen Doch, halbe. wir machen die ganze Nein, wir rein. machen halbe. Ich hasse es wirklich wie die Pest. Da. Oh, nee, weißt du, da möchte ich am Mach's liebsten, komplett rein. Du Du isst maximal ein Stück davon. Wahrscheinlich wirst du das Stück nicht mal aufessen. Mach's rein. gleich mein Klo reinigen, wenn ich das rieche. Mach's rein. Was soll's. Erst rühren und dann 2 Packungen Vanillepuddingpulver. Ich glaube, ich habe das gleich raufgemacht. Ja, deswegen ist ja auch nichts geworden. Der ist super gut geworden. Die Leute haben ihn Das ist geliebt. Richtig, so. Auf unserem Sommerfest. So, 2 Packungen. Oh, ups, steht da drin, ne? Das müssen wir ja nicht abmessen, weil das ist richtig. So. Weißt du, Backen hat auch mit Liebe zu tun. So. So, und dann soll man nämlich die Füllung auf den
Boden gießen und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Aber wir könnten noch ein Päckchen Vanillezucker dazu geben, weil wir ja beim Skier nicht so viel. Stimmt. Komm, wir machen Ja, eins dazu. genau. Oder? Weißt du übrigens, wie man einen Bäcker nennt, der alles nachbackt, was andere machen? Rebecca. Schön. Schön, dass du dich freust. Backwitze. Jetzt hast du hier das Dreckige. Du machst nicht viel in der Küche, oder, Tim? Ich mache viel Unordnung in der Küche. Gott. Ja, wir machen es nachher wieder sauber und renovieren auch. Guck mal hier. So, gehen wir die ganze sämige Klumpe hier rein. Das ist doch, ach Gott, ach Gott. Lotti guckt schon, als könnte sie wieder was rauslecken. Ich glaube, das wird aber hier nichts. Jetzt nehmen wir das Ding und gehen in die fast abgebrannte Küche, richtig? So ist es und machen es in den Backofen rein. Soll ich das jetzt machen? Genau. So, versuch mal so zu filmen, dass man nicht sieht, wie dreckig die Küche ist. Obwohl, kann mir egal sein, ist ja nicht meine. So, Lotti, Vorsicht. Genau, jetzt geben wir das da rein. Sei vorsichtig, ist eine Glastür, nicht reinfallen. Ja. Das ist ein bisschen neblig hier. Kommt von draußen, denke ich. Oh, bist du verrückt. Los, rein damit. Meine Güte. Pass auf deine Finger auf. Ja, wir sollen den Button nicht räuchern. Ach, Himmel, Herrgott. So. Schaltest den ein, genau. Er ist schon an. Wie lange müssen wir jetzt warten? 180 Grad einstellen. Das war nicht die Frage. Und du hast gesagt, was steht im Rezept drin? Wie lange? Du hast eben gesagt 70 Minuten. Ich glaube wird es schon. dauern. So, 70 Minuten backen. Auf mittlerer Schiene. Nach dem Backen im geöffneten Backofen vollständig auskühlen lassen. Den Kuchen erst aus der Springform nehmen, wenn er völlig kalt ist. Guten Appetit. Das Zitronenaroma kannst du nach Geschmack auch weglassen. So, und wir haben hier auch wieder aufgeräumt nach der Käsekuchenschlacht und sind damit auch am Ende dieses Videos angelangt. So ist es und der Kuchen ist noch im Backofen, dann muss der auskühlen und dann können wir ihn irgendwann probieren und wir werden mal Nicht-Veganern, also anderen Nicht-Veganern außer mir, den Kuchen vorsetzen, ohne zu sagen, dass der vegan ist und mal gucken, ob die einen Unterschied irgendwie schmecken. Ist ja vielleicht ganz spannend. Wenn euch das heute gefallen hat, dass wir ein bisschen gebacken haben, dann sagt uns da doch gerne Bescheid in den Kommentaren und wir überlegen uns dann, was wir vielleicht in den nächsten Folgen so zusammenprutzeln, zusammen backen. Vielleicht habt ihr auch interessante Rezepte, die wir nachkochen können. Schreibt uns das gerne und wir gucken, was wir dann daraus machen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche.